So the title is The Apocalypse of Abraham, an Ancient Witness for the Book of Moses. Nachdem es da steht, muss ich es nicht übersetzen. This is research I'm doing with David Larson Diese Forschung mache ich mit David Larson zusammen and accomplishing here with my translator. Okay. und schaffe es jetzt mit meinem Übersetzer. Take a look at, oops, I changed my page, but I didn't change this one. Okay. So this is the first page of the manuscript of the Old Testament for the Joseph Smith translation. Das ist die erste Seite von dem Manuskript Some, des Alten Testaments von Joseph Smith. many people don't realize that the book of Moses is really just the first part of the Joseph Smith translation of the Bible. Vielen Leuten ist es nicht klar, dass das Buch Mose der erste Teil der Joseph Smith Übersetzung der Bibel war. When you study this page more closely, you see it was written very flowingly, almost in one single session. Wenn man das genau studiert, so sieht man, dass das sehr flüssig geschrieben wurde, und zwar fast in einer einzigen Sitzung. No hesitation, no crossing out when you and I sit down to write papers and talks. Na, kein Zögern, kein Durchstreichen, so wie das bei uns passiert, wenn wir Ansprachen und Papiere schreiben. This was recorded in June 1830. Das wurde im Juni 1830 festgehalten. The Book of Mormon had just been translated. The church had just been organized. Das Buch Mormon war gerade übersetzt worden, die Kirche war gerade erst gegründet worden. But it was also a time of great persecution. Es war auch eine Zeit großer Verfolgung. Joseph Smith was traveling back and forth to Colesville in a whole different state, Joseph Smith reiste nach Colesville und wieder zurück in einem anderen Staat, trying to organize the church and being brought before legal trials and being persecuted in many ways. und versuchte die Kirche in den Gemeinden zu organisieren und wurde gerichtlich verfolgt auf verschiedene Weise. That the prophet could find the time, strength, and inspiration to receive and record this beautiful revelation at such a time is a real wonder to me. Dass der Prophet während einer so beschäftigten und schwierigen Zeit die Zeit, Kraft und Inspiration finden konnte, diesen wunderbaren Bericht von den Visionen aufzuzeichnen, ist ein großes Wunder für mich. In 2005, a scholar of religion named Harold Bloom at Yale University said that the Book of Moses and the Book of Abraham are among the more surprising and most neglected works of LDS Scripture. 2005 nannte Harold Bloom, Professor für Religion in Yale, dass das Buch Mose und das Buch Abraham zwei der überraschenderen und vernachlässigten Werke der Heiligen Schriften, der Heiligen der letzten Tage sind. Many books have recently appeared on the Book of Abraham, Viele Bücher sind kürzlich über das Buch Abraham erschienen, but the Book of Moses has been somewhat neglected. doch das Buch Mose ist ziemlich vernachlässigt. What did Professor Bloom find so surprising about the Book of Moses? Was hat Professor Bloom bezüglich des Buches Mose so überraschend gefunden? He was intrigued by the fact that many of its themes are strikingly akin to ancient suggestions. Er sagt, er sei durch die Tatsache fasziniert gewesen, dass viele Themen darin verblüffend ähnlich mit antiken Vorlagen sind. Things that Joseph Smith could not have known by reading ancient documents in his time and place. Dinge, die Joseph Smith nicht durch das Lesen von antiken Dokumenten zu seiner Zeit und an seinem Ort hätte wissen können. He had no idea how Joseph Smith could have come up with, on his own, a modern book that resembles so closely ancient Jewish and Christian writings. Er hatte keine Ahnung, wie Joseph Smith aus sich selbst heraus auf ein heutiges Buch gekommen sein könnte, das so große Ähnlichkeit mit antiken jüdischen und christlichen Lehren aufweist. One of the most important ancient writings for the Book of Moses and the Book of Abraham is this book, Was das Wichtigste für The das Buch Apocalypse of Mose Abraham. und Abraham ist die Apokalypse Abrahams, ein antikes Buch. Hugh Nibley and Jared Ludlow have studied this book, especially in its relationship to the Book of Abraham. Jared Ludlow und Hugh Nibley haben dieses Buch besonders in seiner Beziehung zum Buch Abraham studiert. David Larson and I are now studying the relationship between this book and the Book of Moses, and we are finding that David Larson und ich studieren jetzt die Beziehung dieses Buches mit dem Buch Mose. And we are finding that the parallels between the Book of Moses and the Apocalypse of Abraham are even more striking than that with the Book of Abraham. Und wir finden, dass die Parallelen zwischen dem Buch Mose und der Apokalypse Abrahams noch schlagender sind als zum Buch Abraham.
This is a 14th century manuscript in the Slavic language and contains the oldest complete manuscript of the Apocalypse of Abraham. Dies ist ein Manuskript aus dem 14. Jahrhundert in Altslawisch und enthält die vollkommenste Wiedergabe der Apokalypse Abrahams. Even though this book only goes to the 14th century, we believe that the ideas and traditions go back to the time of Christ and perhaps even earlier. Dieses Buch geht zwar nur aufs 14. Jahrhundert zurück, doch wir glauben, dass der Inhalt auf die Zeit Christi oder vielleicht sogar noch früher zurückgeht. One of the most interesting things about this book is it contains many beautiful color illustrations. Etwas besonders Interessantes bezüglich dieses Buches ist, dass es viele farbige Illustrationen enthält. Here you see Abraham dressed in priestly fashion Hier sieht man Abraham priesterlich gekleidet with a halo and a green robe on his left shoulder, mit einem Heiligenschein und einer grünen Robe auf der linken Schulter, indicating his priestly status. die seine priesterliche Funktion zeigt. You may wonder who the person in the flame is. Man kann sich fragen, wer wohl die Person in der Flamme ist. This is his father Terah, who is being, his house is being burned because he persists in idol worship. Das ist sein Vater Terach, dessen Haus verbrannt wurde, weil er weiterhin auf Götzendienst bestand. At the top we see the blue orb representing the presence of God. Oben dieser blaue Kreis, den wir sehen, stellt die Gegenwart Gottes dar. You will see each illustration may have different things on the orb. Here we see a crescent moon. Jede Illustration hat verschiedene Symbole drin. Hier sehen wir einen Halbmond. Stars, suns, and other things decorate Sterne, Sonnen und andere Dinge verzieren das in the other auf pictures. auf den anderen Bildern. We're not sure about all the symbols, but we know that the blue represents the veil between heaven and earth. Wir wissen nicht genau, was die verschiedenen Symbole bedeuten, aber wir sind sicher, dass das Blaue den Vorhang zwischen Himmel und Erde symbolisiert. These pictures have not been published for more than 100 years and only reside in two facsimile editions, one of which is in Munich and one of which is in London. Diese Bilder Oxford. sind über 100 Jahre nicht mehr veröffentlicht worden und sie gibt es nur im Original in Moskau und in 2 Faksimile-Ausgaben in München und in Oxford. What makes them interesting is that the Christian understanding of these stories is sometimes very different than the original Jewish story understanding of it was. Was das besonders interessant macht, ist, dass das mittelalterliche christliche Verständnis dieser Texte völlig anders ist, als es im ursprünglichen antiken Judentum war. And sometimes the pictures are very much closer to LDS beliefs than is the original text. Und manchmal sind die Bilder näher an unserem HLT-Verständnis dran als der Ursprungstext.